12-mal Infusion gegeben, Antibiotikum gespritzt, alles. 12-mal sind die Tiere verreckt und er hat sich umgedreht und ist wieder gefahren. Wie viel Milligramm Antibiotika wurden für dieses Kilogramm Hühnerfleisch verwendet? Das heißt, es gehören die Humanärzte, die Tierärzte und die Agrarwissenschaftler an einen Tisch. Es ist so ein Mittelweg, der, glaube ich, vernünftig wäre und der auch für die Ernährung der Weltbevölkerung notwendig ist. Damit Sie mal so eine Ahnung kriegen, also das ist jetzt alles Nutztier natürlich, habe ich Ihnen von der Europäischen Gesundheitsorganisation die letztgültigen Ergebnisse gebracht. Einfach nur so, damit Sie wissen, wo Ihre Heimat so circa steht. Also, das ist der Einsatz in Tonnen in der EU. Und da sehen wir hier, die Balken gelb ist der Landesverbrauch in Tonnen 2010, in hellblau 2011 und in dunkelblau 2012. Und wir sehen schon, dass es halt da sehr unterschiedliche Verbraucher gibt. Ich meine, Spitzenreiter, Italy, wow! Gefolgt von Germany, yes! Gefolgt von Spain, France, Niederlande und so weiter und so fort. Also das sind die kleinen Player, ich meine, Österreich ist eh klar, ne? Das ist nicht, weil wir so gut sind, das ist, weil wir so klein sind. Ich sage euch gleich, warum woher das kommt. Ja? Gut, aber Tatsache ist, also wir sehen schon, ich meine, das hier bedeutet 54 Tonnen Antibiotika in Österreich im Jahresverbrauch. Im Detail zum Beispiel, also ich war jetzt gerade vorige Woche beim allerobersten Staatsveterinär, dem habe ich leider ein bisschen was sagen müssen, der wollte dann den Vortrag haben. Das hat ihm dann nervös gemacht, was ich ihm erzählt habe. Aber von diesen 54 Tonnen, die wir in Österreich verbrauchen, sind es, also wir haben 2400 Tierärzte in Österreich, 120 Praxen in Österreich verkaufen 50% dieser 54 Tonnen und eine einzige Praxis verkauft 10%, sprich 5,5 Tonnen Antibiotika in einem Jahr. Also, wir haben schon die Big Player auch unter uns, ja. Aber ich meine, das mit Deutschland, und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen 2010 keine Antibiotika verbraucht hätten, gell? Die haben es nur nicht angegeben auf der Liste. Was eigentlich diese Grafik hier zeigen soll, ist, in welchen Ländern der Antibiotikaverbrauch fallend ist und in welchen er steigend ist. Das ist schon interessant, weil wir haben sehr wohl sehr positive Resultate in Frankreich, auch positive Resultate in Deutschland, sehr positive Resultate in Italien. Sie bemühen sich. Spanien lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Und was wir sehr wohl sehen, schaut es euch an, Polen wacht auf. Die erfinden das jetzt gerade neu. Die Engländer auch, Britain. Okay, und auch Ungarn steigert sich, statt zu fallen. Das heißt, die haben die Vorgaben, und das sind ja keine freiwilligen Gutmenschen. Das ist, weil wir ganz rigide neue Vorgaben für Europa haben, für den Antibiotikaverbrauch. Mengenstromanalyse heißt das. Wir kommen darauf zurück. Ja, also man sieht einmal schon, das ist einmal ganz schön mächtig, diese Sachen. Und das sind nur die Antibiotika, die übers Futter verabreicht werden. Das sind nicht die Akutbehandlungen der Tierärzte an kranken Tieren. Die sind da überhaupt nicht erfasst. Das sind nur die Antibiotika, und darüber werden wir gleich noch reden, die vorbeugend oder therapeutisch übers Futter
an die Landwirte verkauft werden und dort in die Tonnagen des Futters eingemischt werden. Das sind die einzigen, die in der Mengenstromanalyse erfasst werden sollen. Also nur, weil ihr hört das alle in den Medien und so weiter, diese Mengenstromanalyse, ja, also ganz eine tolle Sache. Keiner weiß wofür, weil es eh keine Alternativen wahrhaben wollen, aber gut. Bitte nächste Folie. Es kommen noch ein paar. Das hier sind die Milligramm verwendete Antibiotika pro produziertem Kilogramm Lebendmasse von Nutztieren und Pferden. Da sind die Pferde dabei, fallen aber nicht ins Gewicht. Ja? Also, wenn ich sozusagen 1 Kilo Hühnerfleisch produziere, Lebendmasse, wie viel Milligramm Antibiotika wurden für dieses Kilogramm Hühnerfleisch verwendet? Okay? Und da sehen wir, dass das nämlich anders ausschaut als auf der Tabelle vorher. Weil zum Beispiel Zypern war ja da ganz wenig. Aber die haben eben wenige Betriebe, in denen unglaublich viel eingesetzt wird. Hochdosiert, das heißt, die paar Betriebe, die sich in Zypern einen Tierarzt leisten können, der ihnen Antibiotika verkauft, die hauen über die Schnur. Okay? Das ist eine sehr interessante Folie, nämlich. Italien ist wieder mal vorne mit dabei, wobei auch fallend, Gott sei Dank. Ungarn ist auch vorne mit dabei, steigend. Das heißt, die setzen mehr ein, als sie früher eingesetzt haben. Spanien ist auch vorne mit dabei. Wo haben wir da? Germany? Germany ist so in der Mitte drinnen. Ja? Das heißt, das ist durchaus sehr interessant, weil, wir werden das gleich sehen, natürlich der Großteil aus dem Geflügelbereich kommt. Ja? Also deswegen habe ich mir gedacht, das ist für Sie doch sehr interessant, dass man das einmal optisch sieht, wovon reden wir, von welchen Mengen reden wir. Ja? Wie schaut es dann in den Tieren aus? Was heißt das? Milligramm pro Kilogramm Lebendmasse. Ja? Also das ist schon eine spannende Sache. Nächste bitte. Das ist auch spannend. Das Gelbe sind Antibiotika, die an gesunde Tiere vorbeugend verabreicht werden, um mögliche theoretische, vielleicht auftretende Krankheiten in Zukunft zu vermeiden. Das Gelbe. Das Blaue, sowohl das Hellblaue ist flüssig und das Dunkelblaue ist in Pulverform, sind antibiotische Powder oder Solutions, die in der Regel im Bedarfsfall verabreicht werden. Also sowas wie, aha, diese Puten, ja okay, die sind jetzt 4 Wochen alt, 3 Wochen, sagen wir 3 Wochen alt, oh, ich sehe die ersten weichen Patzel, na da fahren wir gleich mit einem Dikox rein, weil das sind ja Kokzidien. So, das ist Therapie. Da wird aber kein Befund gemacht oder manchmal wird ein Befund gemacht, aber die brauchen halt jetzt das, weil das ist der Kokzidiendurchfall, das weiß man, der tritt mit 3 Wochen auf und da wird nicht lang herumgefackelt, also da fahren wir gleich einmal mit dem entsprechenden Antibiotikum gegen Kokzidien rein. So, das macht aber die Darmflora super schön kaputt. Das heißt, 5 Tage später geht der Bauer wieder in seinen Stall und sieht dort so wieder Patzeln, also normal machen die ja so trockene Würstel, so wie halt Vögel trockene Würstel machen, ne? So mit weiß und braun, so zweifärbig, ja. Und dann siehst du so ein dunkelbraunes Patzel mit so kleinen Blaserl drauf. Kleine Blaserl, anaerob Clostridien, finden die ganz toll. Den Clostridien gefällt das nämlich extrem gut, wenn diese Puten vorher mit dem Beikox gegossen worden sind, damit die Kokzidien kaputt sind. Dann haben die nämlich viel Platz im Darm, keine Konkurrenz, finden das extrem cool, machen Juhu! So, also 5 Tage nach Beikox, schaumiger Kot, die ersten 2, die so ein bisschen herumgehen und ein massiver Anstieg vom Wasserverbrauch, weil dieser Clostridiendurchfall macht nämlich Durst und die saufen viel mehr. Und damit erkennt der Bauer, oh, die haben heute 400 Liter mehr Wasser gesoffen, ich meine 10.000 Puten haben schon Durst, ne? Also der hat eine Uhr, eine Wasserverbrauchsuhr, der kann das genau ablesen und dann rennt er schon und dann kriegen die zum Beispiel Tylan.
Gut, Durchfall vorbei. Also einen Tag übers Trinkwasser, das ist das hellblaue Flüssige, super. Dann sind die sozusagen 3,5 Wochen. Mit 4 Wochen, oh, 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 rote Streifen, der nächste Kokzidienschub. So, also so geht es dann und also ich kenne Putenherden, die, wenn sie 8 Wochen alt sind und dann die Mandeln und die Weibeln auseinandergesperrt werden in 2 verschiedene Hallen, bis dorthin dann schon 4 bis 6 Mal Antibiotika bekommen haben. Weil immer das eine das andere dann braucht, weil ja immer mehr Platz im Darm ist, weil ja die Konkurrenz immer ausgeschalten wird, nicht vice versa. Also das ist ja eine perfekte Negativselektion, die da weltweit getrieben wird mit unseren lieben Freunden, den Bakterien. So, das heißt, gelb wird vorbeugend gegeben an gesunde Tiere, blau wird an Tiere gegeben, wo halt einige wenige Krankheitszeichen zeigen und damit nicht die anderen 9.998 das auch kriegen alle das ins Futter. Ja? Also so funktioniert ja diese Fütterungsantibiose grundsätzlich. Nur, dass man sich das einmal so ein bisschen vorstellen kann. Bitte nächstes. Jetzt haben wir da ein kleines Beispiel aus Deutschland, also unsere lächerlichen paar Tonnen. Das zeigt jetzt zum Beispiel nur beim Geflügel, wie sich die Tonnen von Antibiotika bei der Geflügelproduktion in Österreich verändert haben. Und wir sehen da hier immer, da sind ein paar Produktionsrichtungen, wo man ganz wenig braucht. Das sind die Elterntiere, also das sind die Tiere, die die Eier legen, damit dann Masttiere zum Beispiel oder Legehennen rauskommen. Dann gibt es die Junghennen, die brauchen recht wenig, die kriegen auch nur so eine Einstallprophylaxe, dann geht das. Und die Legehennen brauchen auch wenig, weil da fährt man mit Impfungen, damit man keine Antibiotika braucht, weil das Problem ist ja, man müsste ja dann die Eier wegschmeißen. Ne? Das tut ja keiner, weil ich ja eine Wartezeit auf Eiern hätte, wenn ich Antibiotika verwenden würde. Super praktisch, eierlegende Hühner haben die Chance, relativ wenig Antibiotika zu kriegen, weil ja keiner das Herz hat, am Tag 4.000 Eier wegzuschmeißen. Ne? Und der müsste, solange die Wartezeit ist, die Eier wegschmeißen. Und fast alle Antibiotika sind in den Eiern ja nachweisbar. Folglich keine Antibiotika bei Legehennen. Viel toller ist es bei Masthühnern. Also die werden 5 Wochen alt und damit sie diese 5 Wochen überleben, brauchen die oder hatten einen wirklich hohen Antibiotikaverbrauch, ganz massiv in der Einstallung, ganz massiv in der 3. Lebenswoche, wegen der Kokzidien wieder. Das ist so etwas Spezielles in der 3. Lebenswoche. Damit die 5. Lebenswoche überhaupt erleben und bis dorthin die Wartezeit vorbei ist, damit sie mit 5 oder 5,5 Wochen als Grillhändel da geschlachtet werden können. Also Masthändeln ist eine tolle Sache. Bei den Masthändeln haben sie auch durch Einsatz von Impfung, nämlich Kokzidienimpfung, es erreicht, dass der Antibiotikumeinsatz deutlich gefallen ist. Das ist der große Sieg der Mengenstromanalyse in Österreich, weil wir sind von 55 Tonnen auf 53,5 abgefallen, weil die Masthühner jetzt geimpft werden, statt Antibiotika gefüttert werden. Gut. Nicht so bei den Puten, da haben sie den Trick noch nicht heraus, die kriegen mehr. Okay? Das heißt, allein nur im Geflügelbereich in diesem winzig kleinen Land Österreich haben wir diese Entwicklung, die im Moment als Sieg gefeiert wird. Der Herr Oberveterinär war begeistert. Wir sind sinkend, hat er gesagt. Sage ich, toll. Bitte. Dann haben wir so einen völligen, unerträglichen Verrückten, der ist also noch viel ärger als ich. Ich sage, da bin ich ein Mäuschen dagegen, den Herrn Professor Dr. Granninger. Der ist ein Humanarzt, Internist und Mikrobiologe, da wirklich sensationell, sensationell. Und diese paar Schlagzeilen habe ich mir gedacht, die muss ich Ihnen erzählen. Das hat er in einem Vortrag für Tierärzte vom Stapel lassen. Kinder unter 14 Jahren sollten möglichst keine Antibiotika bekommen, weil ihre Darmflora vollkommen ungeeignet ist, mit Antibiotikum umzugehen und dann auch keine Chance hat, sich lebenslänglich normal zu entwickeln, wenn sie mehrfach durch Antibiotika gestört wurde. Laut Forschung zerstören Augmentin und Metronidazol
die Darmflora auf Jahre. Augmentin ist eines der am meisten gebräuchlichen Antibiotika, die vor allen Dingen in der Kinderheilkunde eingesetzt werden. Diese ganzen rosaroten Hustensäfte, ja, diese Fläschchen, Augmentin und Konsorten, ja, Husten, Kind Fieber, 38,3, Wahnsinn, sofort Antibiotika, bitte 10 Tage Augmentin-Saft geben, den guten, süßen, rosa Saft, ja, okay. Auf Jahre hin ist die Darmflora kaputt. Und das mit der Darmflora beim Menschen ist so eine ganz, ganz blöde Sache. Das ist so wie mit dem Kompost da von der Ingi. Ja? Die Darmflora, die kriegen wir bei der Geburt, das haben wir ja heute schon gehört. Ja? Die Darmflora ist noch dazu sehr unflexibel. Die hat man, jeder seine eigene. Die will auch keine Ausländer. Die will auch keine fremden Bakterien. Und wenn irgendwer da drin fehlt, hat der andere zu viel Platz und irgendwann einmal gerät das Ganze aus dem Gleichgewicht und die wir gar nicht wollen, haben Platz zum Explodieren. Also das ist ein ganz großes Thema, der Einsatz von diesen Antibiotikern zum Beispiel. Chemotherapien und Bestrahlungen, wobei definitiv, das macht ja niemand freiwillig, aber man muss sich dessen bewusst sein, wenn immer dieses schreckliche Schicksal passiert, die Darmflora kann sich kaum mehr regenerieren, weil sie zu über 90% dadurch zerstört wird. Das heißt, es ist zum Beispiel ein ganz großes Thema in der Krebsbegleittherapie, viel mehr Augenmerk darauf zu legen, sozusagen präventiv was immer zu unternehmen, um diesen Menschen, die das durchmachen müssen, eine Chance zu geben, nachher eine aktive Darmflora in irgendeiner Weise zu haben. Und irgendeine Weise ist fast nur mehr möglich über Stuhltransplantationen von nahen Verwandten, also ganz nahen ersten Grades, damit diese transplantierte Darmflora überhaupt ansiedeln kann in diesem schwer geschädigten Organismus. Das heißt, so weit geht es, es ist nicht egal, wer da drin wohnt. Das sind ganz bestimmte Typen, die einen ganz bestimmten Namen haben, die dort zu Hause sind und sonst nirgends. Und das ist schon eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn einem das einmal bewusst wird. Alle Probiotika, die verabreicht werden, sind zum Vergessen. Laut Professor Granninger. Das heißt, die gesamte Abteilung von, wie heißt das Zeug, Actimel, Yakult und Konsorten, ist eine reine Industriemachenschaftswerbungsaktion. Weil die sind alle nicht bei uns daheim. Das heißt, man trinkt die in der Früh, der Zucker, okay, macht uns munter, das Batzel Wasser hilft nichts. Der Rest, der da drinnen ist, kommt nach 24 Stunden da wieder raus, weil die sind alle Ausländer. Und Ausländer, also unser Darm ist weitaus rechtsradikaler als alle rechtsradikalen Parteien Europas zusammen. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Das heißt, natürlich können wir Joghurt essen, ist eine gute Sache, aber nicht, um irgendwen da anzusiedeln. Das hilft nichts. Wir können zwangsweise hier niemanden ansiedeln. Die fühlen sich dort nicht wohl, die werden zur Gänze ausgeschieden. Ja? Wenn jetzt aber jemand immuninkompetent ist, also ein ganz schlechtes Immunsystem hat, aus welchem Grund auch immer, können für den solche künstlich zugeführten Bakterien, und nichts anderes ist das, zur Falle werden. Auch das muss uns bewusst sein. Kranken Menschen, schwachen Menschen, sehr alten Menschen, kleinen Kindern, alle diese labilen Organismen, sollte man das ersparen. Auch bei Tieren sind die super in Mode, es ist genau dasselbe Blödsinn. Ja? In allen Fütterungsgeschichten, überall sind Probiotika drin. Braucht keiner, die haben alle ihre eigenen Einwohner. Okay? Also man kann niemanden zwangsansiedeln und es ist eben auch ein Projekt von mindestens 6 Monaten, um eine Darmflora überhaupt zu regenerieren, damit die überhaupt wieder sich selber entwickeln kann, so wie im guten Kompost. Genau dasselbe. Bitte?
Jetzt haben wir noch das Thema Resistenzen, also es wird nicht besser, der Vortrag, ja, das wird nicht besser. So, das, was grün ist, also da haben wir die Tierarten, Masthuhn, Kalb, Jungrind, Rind, Schwein. Unten, das war 2012 und die Entwicklung auf 2013. Die hellgrünen sind empfindliche Bakterien, die auf Antibiotika gut reagieren. Je länger der grüne Balken ist, desto eher hat diese Tierart noch behandelbare Bakterien. Also die auf antibiotische Therapien überhaupt noch reagieren. Und wenn wir da schauen beim Masthuhn, schaut es ziemlich schlecht aus. Das heißt, wir haben kaum mehr sensible, erste Klasse empfindliche Bakterien. Kaum mehr. Und je mehr wir ins Rot und ins Schwarz gehen, je länger der Balkenteil wird, desto mehr absolut nicht behandelbare oder kaum mehr behandelbare Bakterien haben wir in dieser Tierart. Und ihr seht ganz eindeutig, die Spitzenreiter sind die Masthändeln und die weiteren Spitzenreiter sind die Schweine. Und die Tendenz ist durchaus nicht wirklich aufbauend, sage ich einmal. Das heißt, der Anteil an resistenten Bakterien nimmt rasant zu und ist schon extrem hoch. Und wenn wir die Frage da wegen der Parasitengeschichte beim Pferd gehabt haben, bei den Antiparasitika, sprich Wurmmitteln, schaut es genauso aus. Ganz genauso. Da haben wir Resistenzen, dass wir eigentlich kaum mehr Wirkungen haben. Aber sie werden verkauft zu Tonnen, Tausende von Tonnen. Bitte. Der Dr. Norbert Rös ist ein Tierarzt, ein deutscher Tierarzt, der sich extrem mit diesen und sehr kritisch mit diesen Mengenstromanalysen, das heißt MSA, Mengenstromanalysen, das heißt, wie diese Antibiotika europaweit und in Deutschland im Speziellen verwendet werden und was dabei rauskommt. Also ich habe euch jetzt nicht alle diese 1000 Tabellen da reingegeben, sondern seine Zusammenfassung eigentlich. Und wenn wir da schauen, was der sagt, dann ist es nicht sehr aufbauend. Durch rationale Arzneimitteltherapie, die wir uns wünschen, die selten stattfindet, im engeren Sinn werden noch keine Resistenzen eingedämmt, sondern zunächst nur die Antibiotika zielgerichteter eingesetzt, was gut ist, aber nicht genug. Das heißt, nur weil ich mir anschaue, wer wie viel wovon verwendet, habe ich eigentlich noch gar nichts erreicht, in Wirklichkeit. Ein leitlinienkonformes Verhalten, ich meine, wir haben ja sehr strenge Leitlinien in Europa, überall, die ja sehr weit oder großzügig interpretiert werden. Aber selbst wenn sie einer dran halten würde, ein leitlinienkonformes Verhalten klärt nicht die Frage, ob die Krankheit hätte nicht antibiotisch erfolgreich behandelt werden können. Diese Frage stellt sich schon einmal niemand. Kein Tierarzt in Europa, oder sage ich jetzt mal ein mikrominimaler Anteil von Tierärzten in Europa, kommt überhaupt auf den Gedanken, dass wenn er zu irgendeinem erkrankten Tier gerufen wird, über irgendetwas anderes einmal grundsätzlich nachzudenken, außer über die Antibiotikaspritze. Ich meine, die fahren mit 10 bis 20 hochgegriffen, verschiedenen Flaschen in der Tasche, ihr Leben lang im Kreis. Ich habe beschlossen, mir ist das fad. Ich studiere nicht 10 Jahre Veterinärmedizin, dass ich dann mit einem Koffer in der Größe 10 Jahre lang im Kreis fahre. Das finde ich echt fantasielos. Das ist aber die Realität. Und wenn ich mit dir jetzt nicht höre, ich halte ja so böse Kurse für österreichische Tierärzte, die haben es jetzt gerade eingestellt, weil es hat die anderen nervös gemacht. Aber wenn ich die Tierärzte sozusagen nicht so schockieren will und sage, naja, wenn ihr mit 20 Flaschen im Kreis fahrt, dann seid ihr eh schon fantasiereich. Und dann habe ich jedes Mal 2 bis 3 am Tisch sitzen, die sagen, was heißt 20 Flaschen? Ich habe es gerade durchgezählt, ich komme auf 12. Also,
Ein leitlinienkonformes Verhalten heißt noch lange nicht, dass der auch nur einen Gedanken darauf verschwendet hat, ob er dieselbe Krankheit am selben Tier nicht hätte auch mit etwas anderem behandeln können, außer mit wartezeitenpflichtigen Arzneimitteln. Und genau dasselbe ist, dass ein leitlinienkonformes Verhalten noch lange nicht die Frage klärt, warum die Krankheit in dem Betrieb aufgetreten ist. Und liebe Zuhörer, ich komme leider Gottes permanent in Betriebe, wo ich, und deswegen habe ich Redeverbot auf der Uni, in Situationen komme, wo ich sage, da müsste ich eigentlich anzeigen. Wenn ich in einen Rinderbetrieb fahre, wegen hochgradigem Frühdurchfall bei Kälbern, und dieser Betrieb mit 50 Kühen innerhalb eines Jahres 12 Kälber entsorgen musste, trotz sofortiger tierärztlicher Therapie, 12, wegen Durchfall am 3. Lebenstag und Tod am 5. Lebenstag, fertig. Und der Tierarzt nicht ein einziges Mal diesen Betrieb betreten hat, den Bauern gefragt hat, wie machst du das mit der Bistmilch, also mit dem Kolostrum, wie viel gibst du, wie fütterst du, wie reinigst du deine Boxen, wie werden die Abkalbebereiche sauber gehalten, womit desinfizierst du, einen bakteriologischen Befund macht, wer ist schuld am Tier, an dem Durchfall, wie heißt der Mitbewohner im Stall. Nicht ein einziges Mal. Der ist 12 Mal hingefahren, hat 12 Mal Infusion gegeben, Antibiotikum gespritzt, alles. 12 Mal sind die Tiere verreckt und er hat sich umgedreht und ist wieder gefahren. Weißt du, ich war ein einziges Mal in dem Betrieb. Einmal 1,5 Stunden. Die hat auch voll gezahlt. Wir haben seitdem kein Kalb mehr verloren, kein einziges. Wir haben das Tränkesystem umgestellt, die Bistmilchmanagement umgestellt, die Frühfütterung umgestellt. Wir haben die Momos eingesetzt, Momodigest in dem Fall, ab dem 1. Lebenstag. In der Zwischenzeit baut er einen neuen Stall. Er wascht jede Box vor jeder Abkalbung mit effektiven Mikroorganismen, nicht mit einem Desinfektionsmittel. Wir haben die Negativspirale dieser total selektierten, hochaggressiven Kryptosporidien, die waren nämlich die Übeltäter dort drinnen. Weil der E. coli ist ja nicht einmal dazugekommen, sich zu entwickeln, vorher war das Kalb schon tot. Ja? Also, man muss sich das ja einmal vorstellen. Das ist fahrlässig in meinen Augen. Warum der nicht gefragt hat, warum sich die Krankheit überhaupt entwickelt. Und das haben wir Tag für Tag, in Tausenden von Fällen, wo der Zeitdruck, die Geldgier, die was auch immer Ausrede dafür herlangen muss, dass man sich keine Zeit nimmt, um zu schauen, warum ist das 12. Kalb in ein und demselben Betrieb innerhalb von 5 Monaten sterbenskrank und tot. Da muss ich mir ja da was denken dabei, oder? Also, glaube ich halt. Bitte weiter. Das heißt, es gilt, zusammenzurücken und die Komfortzonen zu verlassen. Falls irgendwer da irgendwen kennt, der an einer Universität arbeitet, bitte geht es einer auf die Nerven. Sie müssen aufwachen. Ich meine, das sage ich, weil Sie wissen ich bin eine Schlimme. Also, Komfortzonen verlassen, sowohl in der Human- als in der Veterinärmedizin und am besten miteinander, weil das Problem betrifft uns mehr als miteinander. Wir brauchen neue Denkansätze in der Lehre, abseits der gut zahlenden Pharmaindustrie und der nach immer mehr Überproduktion selektierten Nutztierzucht. Das heißt, es gehören die Humanärzte, die Tierärzte und die Agrarwissenschaftler an einen Tisch. Und nur dort könnten wir die Situation gemeinsam verbessern, wenn wir endlich aufhören würden, uns nur nach den Wünschen der Pharmaindustrie und der Massenproduktion zu richten. Komplementäre Therapien und Prophylaxemöglichkeiten müssten integrativer Bestandteil der Lehre sein und nicht verboten sein, erwähnt zu werden. Ich habe tatsächlich gestern
gestern auf der Fahrt hierher mit einer Klinik der Vetmed-Uni in Wien telefoniert, Geflügel, und habe denen so meine Erfahrungen meiner Winzigproduktion erzählt. Na, der war Busch B. Wow, na toll, na interessant, na sehr spannend. Sage ich, na wenn ihr wollt, ich bin gerne bereit, euch einmal diese Kräuter zur Verfügung zu stellen und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal eine Versuchsreihe machen und dazu vielleicht irgendein Forschungsprojekt, ein kleines und einmal schauen, ob dem so ist, was ich da am Telefon sage. Sagt mir der Beinhardt ins Gesicht, ja, Frau Kollegin, also eine tolle Idee, aber wissen Sie, das Beste ist, Sie machen das selber. Sage ich, ach so? Sagt er, ja, schauen Sie, das ist ganz einfach. Sie machen einfach da möglichst alle zweiten, dritten Tage Kotproben, untersuchen die auf Kokzidien, analysieren, welche Kokzidien drinnen wohnen, schreiben alle Parameter auf, machen Vergleichsgruppen, schauen sich das alles an und das titulieren wir dann einen Feldversuch. Sie können das gerne auch veröffentlichen. Sage ich, Leute, ich bin ein kleiner, freiberuflicher Tierarzt. Ihr werdet für Forschung gezahlt, ich nicht. Sage ich, wie kommt sie auf die Idee, dass ich das daheim bei mir auf mein Geld, auf meine Zeit mache und ihr forscht weiter auf, weiß ich nicht, welchem Antibiotikum und ob das doch noch hilft oder nicht. Sage ich, wie kommt sie auf die Idee? Das war tatsächlich wie aus der Kanone geschossen die Antwort. Ich habe mir gedacht, gut, der hat es noch nicht verstanden. Also nur, dass wir uns das einmal überlegen, wo wir da hin sollten. Ich weiß, dass zum Beispiel die Uni Zürich sehr viel weiter ist. In Zürich wird schon relativ viel, sowohl mit Homöopathie als vor allen Dingen mit Phytotherapie und Kräutern geforscht. Das ist eine tolle Sache. Leider dringt wenig nach außen, man erfährt zu wenig und es setzt sich zu wenig um, weil natürlich die das massiv verhindern und die das massiv verhindern. Die haben ja kein Interesse daran. Und wir sind ja knapp dran, beziehungsweise schon dabei, dass in Brüssel komischerweise immer wieder neue Ideen aufkommen, wie man welche Kräuter irgendwie so betiteln könnte, dass man sie nicht mehr verwenden kann. Das ist ja ganz eine tolle Sache, nicht? Also, weil man kann ja zum Beispiel sagen, eine Kur, die frisst einen Löwenzahn, und man kann aber auch sagen, Taraxacum officinalis ist eine Heilpflanze, die darf unter keinen Umständen in einem Futtermittel vorkommen. Geht beides. Wenn die Pharmaindustrie in Brüssel gut interveniert und die hat eine gute Lobby, dann kommen genau diese Gesetze heraus. Und wenn man dann ein Futtermittel hat, in dem Pflanzen drinnen sind, die als Heilpflanzen registriert sind, dann dürfen die da nicht drinnen sein, dann darf die Kuh die nicht fressen. Von der Wiese schon, aus dem Sackel nicht. Bitte weiter. Was könnte Abhilfe schaffen? Wir müssten einmal herauskriegen, genau wie diese Resistenzen ticken, die Qualität der Resistenzen und welche Vektoren uns die Resistenzen der Bakterien sozusagen übertragen. Man weiß ja in der Zwischenzeit, dass ein Gutteil bereits genetisch übertragen wird. Das heißt, die Typen sind ja schlau. Die lernen irrsinnig schnell der eine vom anderen. Okay? Und durch diese irrsinnige Lernfähigkeit, durch das, dass sie alle miteinander verwandt sind, haben wir da eben neben der Entwicklung und Mutation auch die Genetik der Bakterien, die uns da absolut nicht helfen und die forschungstechnisch ein ganz großes Thema sind und wirklich herausgekriegt werden müssen, um da Klarheit zu schaffen. Wir müssten auch herauskriegen, welche Antibiotika absolut vorrangig für die Humanmedizin sind und daher nicht in der Veterinärmedizin verwendet werden dürften. Weil alle Antibiotika, die beidseits verwendet werden, machen beidseits, und zwar exponentiell steigend, Resistenzen. Das Primat der klinischen Mikrobiologie, die steckt immer noch im Tiefschlaf in der täglichen Verwendung. Ich meine, in den Labors können die alles, aber da musst du mal die Kollegenschaft finden, die das auch verwendet.
In ganz Afrika gibt es so gut wie keine Veterinärlabors. Die kennen das gar nicht. Auf weiten Teilen der Welt findet das überhaupt noch nicht statt, wobei die Antibiotika tonnenweise verwendet werden. Also das ist ein Wettlauf, den wir schon ja längst fast verloren haben oder wo wir schon nur mehr ganz, ganz schwer das einholen können. Natürlich ist eine allgemeine Antibiotikareduzierung durchzusetzen und ich werde es nachher in den Zahlen sehen, wie wenig motivierend das ist für die, die daran ihr Geld verdienen. Gezielte Verbote und Einschränkungen von Antibiotikaverbrauch in der Tierhaltung. Gute Idee. Ha, ha, ha. Kann ich da nur sagen. Wer setzt das durch? Wer setzt durch, dass Zehntausender Herden in der Puttenhaltung verboten werden sollen? Das sind Wunschträume, aber dort würde es hingehen. Eine Positivliste von Antibiotika, die in der Humanmedizin verwendet werden dürfen und eine Positivliste, die in der Tiermedizin verwendet werden dürften. Und die zwei Listen sollten sich so wenig wie möglich überschneiden. Und der wünscht sich noch Gelder aus der Krankenkasse für ökologische Tierhaltung. Bitte. So, ein kurzes Beispiel, das mich sehr, sehr wie soll ich sagen, mir sehr imponiert. Das hat der liebe Kollege Achim Schütte, der uns leider viel zu früh vor Jahren verlassen hat, schon 2003 in der Kastenstiftung erarbeitet, in Deutschland. Und zwar ist das ein Zahlenspiel, damit ihr ein bisschen eine Idee kriegt, wie es anders auch gehen kann. Er hat über Homöopathie geforscht, an 1735 Muttersauen. Der Diskussionsansatz war, in der Schweinezucht wird routinemäßig bei Muttersauen vor, während und nach der Geburt sowohl Antibiotikum als auch Entzündungshemmer und auch Hormone vorbeugend eingesetzt, weil die Sauen in so armen Zuständen sind, in ihren Käfigen da drinnen, dass sie einfach sonst das Kinderkriegen nicht aushalten. Bitte? Okay, noch einmal drücken, da fehlt noch, ja genau. Also, die Ausgangsbasis war eine Studie von Drösemeyer, dass ohne Prophylaxe, und zwar antibiotischer Prophylaxe, das ist aus dem 89er Jahr, ohne Prophylaxe sind 35% der Sauen erkrankt bei der Geburt. Ohne antibiotischer Prophylaxe. Jetzt hat er da 1700 Sauen im Versuch gehabt und hat homöopathische Prophylaxe gemacht. Und siehe da, 91% der Sauen haben die Geburt gesund überstanden. Nur durch eine homöopathische Prophylaxe. Und 9% sind trotzdem erkrankt, bitte. Diese 9% konnten zu 75% homöopathisch behandelt werden und sind gesundet, 9% konventionell und 16% kombiniert. Das heißt jetzt im Vergleich zu den 35%, die vorher Antibiotika bekommen haben und dann noch behandelt werden mussten, ist das schon einmal ein sensationeller Unterschied, bitte. Die homöopathische Vorbeuge hat also eindeutig gezeigt, dass nur mehr die 2% rein konventionell zu behandeln waren und 7% homöopathisch behandelt werden müssen und eben 91% völlig unbehandelt durch die Geburt gekommen sind, bitte. Und zusätzlich dazu hat sich herausgestellt, das sehen Sie hier schlecht, das ist die Anzahl der Ferkel pro Sau und Jahr, die hat trotzdem der Einsatz der Medikamente abgesetzt wurde und homöopathisch gearbeitet wurde, eindeutig sehr schön und kontinuierlich zugenommen. Ja, das heißt, es ist auch kein Leistungseinbruch, was ja oft behauptet wird, dass wenn man das nicht antibiotisch vorbeugt, dass dann einfach weniger gesunde Ferkel und so weiter auf die Welt kommen. Also stimmt überhaupt nicht, bitte. Okay, die Bauern waren damit eigentlich zu einem großen Teil sehr, sehr zufrieden und manches halten sich halt zurück. Es waren Schweizer, die nur zufrieden, bitte. Und die Schlussfolgerung damals, 2003 bitte, ja, vom Achim war, wir hatten einen deutlichen Rückgang der Geburtsprobleme, wir hatten eine deutliche Verminderung des Antibiotikumeinsatzes, eine drastische Reduzierung des Risikos zur Entwicklung von Antibiotikaresistenzen, eine drastische Reduzierung des Risikos für Arzneimittelrückstände im Fleisch und einen deutlich besseren Tierschutz durch deutlich bessere Tiergesundheit.
Also das ist ja schon ganz schön alt in der Zwischenzeit. Man weiß es, das war eine wissenschaftliche Studie. Weiter bitte. So, jetzt ein konventioneller Betrieb von mir. Ich will Ihnen einfach nur so Beispiele zeigen, wie es einfach auch gehen kann. Ein Rindermäster aus dem Innviertel. Ein junger Mann, ein ganz konventioneller Betrieb, 120 Mastplätze, also so Standard. Okay, 2013 war der Stand so, der stallt immer 15 Kälber ein in einen Quarantänestall, die kriegen noch 4 Wochen lang Milch zugefüttert über so einen Automaten, dazu eine Totalmischration, also Heu und Getreide gemischt für Kälber und dann ab dem 20. Tag wird Silage zugemischt, sie werden nicht entwurmt, sie werden einmal mit einem sehr giftigen Mittel entwurmt und sie haben alle 9 Tage lang ein Oxytetracyclin ins Futter gekriegt. Das ist Standard in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in der Rindermast. Die werden mit Antibiotikum eingestellt, weil sie ja meistens schon krank geliefert werden. Weil der kauft das über den Handel zu, da sind schon ganz viele Kälber, die vorher schon 3-mal behandelt worden sind und der kauft sich faktisch immer 15 Kälber mit 15 Problemen aus 15 verschiedenen Betrieben und um den vorzubeugen, wird routinemäßig Antibiotikum für 9 Tage eingesetzt. Bitte? So, dann war der arme Bauer, der Junge, bei mir im Homöopathiekurs im April 2014. Und nachher hat er sich gedacht, na jetzt bin ich da 2 Tage gesessen und die erzählt, das geht, das will ich doch jetzt wissen, ob das geht. Und hat einmal angefangen, homöopathisch seine Einstallprophylaxe zu machen, statt dem Antibiotikum. Und hat angefangen, Silicea den Zwillingskälbern zu geben, die er da mitgekriegt hat. Dann hat er als Einstallprophylaxe Arnica, Calciumphosphoricum Aconit gegeben, um den Transportstress, die Zugluft, also alle Stressfaktoren, die mit dem Transport zu tun haben, abzufedern. Dann hat er sich ein Hepasulfuris nach Hause gegeben, damit, wenn die da mit der gelben, grünen Rotznase kommen, diese Kälbchen, wenn ihnen schon so der Rotz rausrinnt, damit das eben mit Hepa geregelt wurde, statt mit dem Antibiotikum. Und so die meisten Sachen, die ihm so aufgefallen sind, so ein bisschen Fieber oder Fieber mit Fressen, wie auch immer, das hat er ja bei mir gelernt, hat er ihnen halt gegeben. Gut. Okay, und dazu, bitte weiter, hat er diese Kälber mit Momoaktiv Agrar Balance, das ist sehr stark immunstimulierend und entzündungshemmend, und Momoaktiv Agrar Air, das für Lungenproblematik, Verschleimung, Husten, Reiz, also die gesamte Lungensystemfehler sozusagen zuständig ist, das hat er ihnen präventiv neben der homöopathischen Therapie die ersten 14 Tage übers Futter verabreicht. Am Anfang mit der Milch, in der Zwischenzeit gibt das ins Trockene, also in die Kälber-TMR, weil das technisch einfacher ist. So, und die Antibiotika hat er komplett weggelassen. Weiter. Und jetzt schauen Sie sich das bitte an. 2013, das sind die Antibiotika, die er im Betrieb verwendet hat und die Entzündungshemmer. Wir haben da, das sind die Antibiotika, die im Akutfall gespritzt werden. Also das sind Tiere, die trotz der antibiotischen Einstallprophylaxe Lungenentzündungen bekommen haben und tierärztlich behandelt werden mussten. Das war die Menge 2013. 24 Kilo Oxytetracyclin in einem Betrieb, in einem Jahr, nur für die Einstallprophylaxe. Nur für die ersten 10 Tage ohne Kommentar, egal wie es dem Typen gegangen ist. Alle Kälber einfach zum Futter dazu bekommen. Gut. So, das ist die Menge 2014, wobei das hier zu 80% von Jänner bis April verabreicht wurde, weil im April war er bei mir im Kurs. Und wir sehen schon, Selectan ist zurückgegangen, Oxycillin ist gleich geblieben, das ist ein bewährtes, das ist ein Penicillin-Derivat. Die Entzündungshemmer sind ähnlich, also bei hohem Fieber ein bisschen weniger. Und wir sind aber mit dem Oxytetracyclin, das er vorbeugend gibt, das hat er nur mehr in den paar Gruppen gegeben, die eben vor dem Kurs waren, bevor er bei mir im Kurs war. Danach hat er ja keins mehr gebraucht, also die restlichen 8 Monate des Jahres hat er keins mehr gebraucht. Und 2015, das geht halt jetzt nur bis Ende Oktober, weil wir haben erst November demnächst,
Das sind die Zahlen von heuer. Akutbehandlungen, nur mehr 230 Milliliter Selektan, sonst nichts mehr. Auch Bisolvon, also das ist zum Schleimlösen, fast nichts mehr. Entzündungshemmer fast nichts mehr. Und das Novalgin als Fiebersenker auch nur mehr in den 1, 2 Fällen, die er da gehabt hat. GVZ hat er heuer in einer einzigen Gruppe, die er schwer krank geliefert bekommen hat, eingesetzt. Das heißt, wir sind in 2,5 Jahren von 24 Kilo in einem Betrieb auf 2 Kilo gekommen. Unterschied. Bitte nächste Folie. Die täglichen Zunahmen sind besser geworden. 1335 Gramm waren es 2013, jetzt ist er auf 1370 Gramm. In der Summe mal 120 Stieren, mal 450 Kilo, ist das ein ganz schönes Geld. Allein mit den Zunahmen kann er das jetzt zahlen, was ihm jetzt die Momo-Kräuter kosten. Allein nur durch die Zunahmen, durch die gesteigerten. Und jetzt kommt der Grund, warum das ganze System zum Scheitern verurteilt ist, die Tierarztkosten. 2013 hat der Tierarzt in diesem Betrieb für Akutbehandlungen und für den Verkauf der Antibiotika 2.618 € verdient. 2014 hat er im ersten Halbjahr noch 1.591 verdient. Und dann hat er 120 € braucht für die ersten Momo-Aktiv-Kräuter, die er gekauft hat, und ca. 800 € für die erste homöopathische Grundausstattung, weil er ja nichts daheim gehabt hat. Und 2015, jetzt Jänner bis Oktober, hat dieser selbe Tierarzt in dem Betrieb 370 € verdient. Er hat 1.233 € gebraucht für die Pure Herbs, das sind die konzentrierten Momo-Aktivpräparate für die großen Betriebe, und für Mikrokult, das er sehr intensiv jetzt einsetzt. Das ist ein EM-Präparat, mit dem wir sehr viel arbeiten, weil das eine sehr, sehr gute Qualität hat und das einfach wirklich gut funktioniert. Bitte weiter. Und jetzt haben wir hier das Feedback, wobei ich da einen Tippfehler habe. Also seit Februar 2014 soll das heißen, werden in Kälberstarter und in der Ration bis 250 Kilo Lebendgewicht die Pure Herbs Produkte eingemischt. Offensichtlich ist, dass der Appetit seither gestiegen ist. Die Tiere sind gesünder und sprechen besser auf den Einsatz der Globuli an. Die Tierarztkosten über 150 Kilo sind in diesem Jahr mit 70 € praktisch gleich null. Das heißt, die 300 € war bei den ganz Kleinen, weil der einfach oft schon schwerkranke Tiere geliefert bekommt. Das ist so. Im Mastbereich, die Händler zerren die überall zusammen, sperren sie dann 5-mal hin und her. Die fahren 3 Tage irgendwie auf dem LKW im Kreis, bis die dann dort ankommen, gibt es welche, die wirklich schwerkrank ausgeladen werden. Also die 300 €, die er überhaupt noch gebraucht hat, war bei den Kleinen unter 150 Kilo. Ja? Der Rest waren 70 €. Und das steht zu den 2.500 €. Das heißt, wer glaubt, hat kein Interesse an dem Prozess. Gut, das heißt, der Einsatz von den Pure Herbs Präparaten, von den Momo-Aktiv-Produkten ist sehr empfehlenswert und steigert sowohl die Gesundheit als die Leistung enorm. Und zusätzlich hat er dann einmal pro Woche, immer sonntagsabend, Mikrokult eingesetzt, indem er 1 Liter Mikrokult mit 3 Liter Wasser in der Rückenspritze vermischt hat und den ganzen Stall vernebelt hat. Die Tiere haben Spaß daran. Das Fell ist einwandfrei, weil sich dadurch keine Trichophytie, diese Pilzkrankheit, mehr entwickelt. Und der Stall ist viel leichter und viel schneller zu reinigen. Und er schreibt dann, so macht Stallwaschen auch wieder Spaß. Das heißt, dadurch er keine chemischen Desinfektionsmittel verwendet hat, sondern gesunde Bakterien in den Betrieb einbringt, kann im ganzen Betrieb die gesamte Bakterienflora so sich vervielfältigen und positiv entwickeln, dass eben das Gesamtsystem, und das geht ja dann bis in die Gülle, weil die großen Stiere natürlich auch auf Spalten stehen, das ist ein konventioneller Betrieb, die Kleinen haben Stroh, die Großen haben Spalten, also sogar das verbessert sich und das ist ein Lebensqualitätsgewinn für einen Landwirt, weil Stallwaschen ist nicht lustig. Okay?
und den Rest von dem schüttet er noch in den Forellenteich, wo er auch ganz tolle Erkenntnisse hat, aber die habe ich da jetzt rausgenommen, damit wir nicht noch viel zu lang werden. Und jetzt für alle Kleintierbesitzer, damit endlich das mit den Kühen vorbei ist, habe ich noch eine ganz aufbauende Geschichte von 2 Boxerbuben, und zwar, das war heuer im Sommer, es ist ganz aktuell, Gizmo und Lord. Sind zurzeit 2 einjährige Boxerrüden, sie sind Brüder aus demselben Wurf. Alle Hunde dieses Wurfs hatten bereits bei der Züchterin Zwingerhusten. Das ist also eine Infektionskrankheit, die die Hunde halt damals schon sehr geschwächt haben. Sie sind von Anfang an relativ schlecht gewachsen und sie wurden von der Züchterin und mit Anraten der Züchterin dann auch von den Besitzern nur mit Trockenfutter und mit verschiedensten Diätfuttern ernährt. Sie waren laufend krank mit schweren Durchfällen, mit schweren Ohrenentzündungen, mit schwerem Nasenausfluss und beide Hunde bekamen im ersten Lebensjahr ca. 6 bis 8 Mal Antibiotika aus verschiedensten Gründen, gespickt mit Cortison, gespickt mit Fiebersenkern, mit Entzündungshemmern etc. Mit 6 Monaten haben beide begonnen massiv abzunehmen. Beide Hunde haben höchstgradige Durchfallproblematik entwickelt. Bei beiden Hunden wurden chronische, nekrotisierende, also gewebszerstörende, eitrige Darmentzündungen diagnostiziert und beide Hunde waren zum Einschläfern. Beide, beziehungsweise zum Sterben oder zum Einschläfern oder beides. Ja. Dazu zu sagen ist noch, dass durch diese schwere Zerstörung der Darmflora und des Darmes an sich, weil die haben ja Gewebsverlust da drinnen gehabt, beide Hunde blutigen Kot hatten. Gizmo, das war der erste, der zu mir gekommen ist. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, da sind richtige dicke Blutschlieren auf diesem Durchfall. Und beim Gizmo war das Dramatische, so hat er heuer im April ausgeschaut, bitte nächstes Foto, und so hat er heuer im Juli ausgeschaut. Okay? Das bei voller Versorgung, voller Fütterung mit Diätfuttern von 5 verschiedenen Firmen. Dieser Hund war so geschwächt, dass er bei einer Runde um meinen Ordinationstisch sich niederlegen musste. Also ich habe den an einem Freitag gesehen und ich habe gesagt, kommen Sie am Montag wieder, wenn er am Montag noch lebt. So war der beisammen. War auf 16,5 Kilo abgemagert, ich meine, der hat nicht einmal mehr Stirnmuskeln gehabt. Ja? Das war nur mehr Haut und Knochen und kaum mehr stehfähig. Schwersten Durchfall mit immer wieder Blutfäden durchzogen. Was habe ich gemacht? Das erste war, sämtliche Fertigfutter weg. Ich habe so einen blöden Spruch. Es gibt einen Grund, warum der liebe Gott keinen Acker erfunden hat, auf dem viereckige Würfel wachsen. Es ist ganz egal, welche Qualität, ich meine, es ist nicht ganz egal, aber es wird nicht besser durch teure Trockenfutter. Es wird auch nicht wirklich besser durch Top-Qualität der Zutaten etc. Es bleibt nun einmal dabei, dass Trockenfutter keine artgerechte Ernährung für Hunde ist. Daran führt, leider Gottes, mittlerweile bin ich also wirklich ganz radikal, daran führt kein Weg vorbei. Der Hundedarm ist einer der tolerantesten Darmkonstrukte, die wir in der Tierwelt haben, weil die können unregelmäßig fressen, die können Riesenberge auf einmal fressen, die können vergammeltes Futter fressen, die können Knochen, Haut, Haare, Darminhalt, alles verzehren, verwerten, verarbeiten. Die sind nicht für viereckige Würfel gemacht. So, das heißt, diese sterbenskranken Hund und seinen Bruder dann genauso, habe ich einmal umgestellt. 4 Portionen täglich, Pferdefleisch, Kartoffelflocken, Karottenpüree. Lang gekocht, lang eingeweigt und am Anfang haben wir das Pferdereinfleisch, also Reinfleischdosen verwendet, damit das möglichst standardisiert ist, weil ich mich gar nicht getraut habe, den Hund schlagartig jetzt auf Frischfleisch umzustellen. Also da gab es so eine Zwischenphase, wo wir Reinfleischdosen verwendet haben, einfach um mal überhaupt drüber zu kommen.
Dann ist natürlich der Speiseplan erweitert worden, in der Zwischenzeit kann der faktisch alles fressen. Dazu hat er dieses Momoaktiv Balance bekommen, weil ja das Hauptthema diese schwere chronische Entzündung in dem gesamten Darmtrakt war, der ja blutig offen war innen. Und am Anfang auch noch das Momodigest, um eben den Durchfall einmal zu stoppen und die Darmpassage zu bremsen. Das Digest hat doch etliches an Kräuterkomponenten drinnen, die auch stopfend wirken. Und er hat homöopathisch ein Einzelmittel bekommen, Kaliumjodatum in der C30, das zuständig ist für, man nennt das Marasmus, also für Abmagerung trotz voller Fütterung. Ja, das heißt, er hat ja Futter gekriegt, so viel er wollte. Und er ist immer dünner, immer weniger geworden. Ja? Und das ist natürlich ein Endzeitzustand für einen Organismus. Okay, und im Oktober schaut er so aus, hat in der Zwischenzeit 25 Kilo statt die 16. Also er hat noch nicht sein volles Gewicht. Er hat nur die letzte Zeit in der Woche 1 Kilo zugenommen. Jetzt habe ich bremsen müssen. Sage ich, Leute, das ist auch nicht gesund. Sage ich, es reicht, wenn er 1/4 Kilo in der Woche zunimmt. Bitte slow down, weil die haben natürlich in ihrer Panik nur mehr gefüttert wie verrückt. Jetzt hat er gesagt, der Hund ist schon teurer als das Auto. Gut, also er ist unbändig lustig, er läuft 6 Kilometer Radtour ohne Probleme. Er konnte ja nicht einmal mehr 10 Minuten spazieren gehen, ohne niederzubrechen. So geschwächt war er. Er frisst alles mit Appetit, auch klumpert. Er hat keinen Durchfall mehr gezeigt, er hat keine Ohrenentzündung mehr gezeigt und hier und da noch Nasenausfluss auf der linken Seite. Das war der Gizmo. Jetzt gehen wir weiter zu Lord. Der Lord sieht erklecklich besser aus, hier im April heuer. Hat er 31 Kilo. Allerdings chronischen Durchfall mit sehr viel Blut durchsetzt. Also das sind zwar Brüder aus demselben Wurf, schauen aber doch total verschieden aus. Jetzt ist das aber schlimmer geworden und der ist aber am anderen Ende von Österreich zu Hause, also von mir weg ca. 350, 400 Kilometer. Das heißt, die zwei haben dann irgendwann miteinander telefoniert, wie der Lord dann zum Sterben war, worauf die vom Gizmo gesagt haben, du musst ins Waldviertel kommen. Und das war natürlich dann habe ich erst telefonisch und hin und her, also gut, wie auch immer. So, da hat er angefangen, wirklich massiv abzunehmen, relativ schnell und hat nur mehr reines Blut produziert, keinen Kot mehr. Der hat solche Lacken rotes Blut produziert. Er hat keine Kotanteile mehr dabei gehabt. War tierärztlich aufgegeben zum Einschläfern. Der Kollege unten in der Steiermark hat gesagt, der Hund hat keine Überlebenschance, der Darm ist innen komplett zerfressen, ist komplett offen, geht nicht und er hat so viel helles Blut, dass auch klar war, dass er nicht nur eine Dünndarmentzündung hatte, sondern auch eine ganz schwere Enddarm-Dickdarmentzündung, also Colitis zusätzlich zu Duodenitis. Also keine Chance, diesen Hund schulmedizinisch gesund zu bekommen. Ich war nicht sehr einfallsreich. Da steht ident dasselbe wie bei seinem Bruder. Und ich habe auch nichts anderes gemacht, futtertechnisch. Das heißt, auch der ist einmal nur auf Pferd, Kartoffel, Karotte umgesetzt worden. In der Zwischenzeit frisst er auch alles. Dann hat er auch das Momoaktiv Balance bekommen und deutlich mehr Digest, um diese Darmpassage zu bremsen, weil der ist ja 10-mal am Tag hat der müssen. Ja, der war ja nur mehr am Rennen. Und das musste ja auch einmal gebremst werden, dass der Darm überhaupt einmal anfängt wieder zu verdauen. Der hat homöopathisch ganz was anderes bekommen, nämlich Arsen, weil er das hochgradige Bluten, den hochgradig stinkenden Kot, dieses Blut-Kot-Gemisch hat gestunken wie die Pest. Er hat unentwegt aufs Klo müssen, er konnte in der Nacht nicht durchschlafen, also er war in der Nacht sehr geschwächt und ist völlig fertig in der Früh aufgewacht. Und er hat sehr viel Wasser getrunken. Das alles sind Symptome, die für Arsen sprechen in der Homöopathie. Also hat der homöopathisch etwas anderes bekommen. Und zusätzlich habe ich dem, weil er so lebensbedrohlich krank war, mit diesen Life-Wave-Patches behandelt. Das sind so Pflaster, die auf Akupunkturpunkte geklebt werden und dort durch die Körperwärme aktiviert werden und Lichtphotonen an die Akupunkturpunkte abgeben. Das ist sehr tricky, kommt aus der Humanmedizin und ist aber für solche Fälle eine extrem tolle Unterstützung, zumal ich diesen Hund ja nicht jeden zweiten Tag akupunktieren konnte, weil er ja 400 Kilometer von mir entfernt lebt.
Und um das sozusagen zu überbrücken, habe ich denen diese Patches mitgegeben. Die kleben sie auch jetzt noch immer, weil er noch nicht ganz stabil ist. Also in deren Augen, ich finde, er ist stabil. Also der war im September bei mir, 1 Monat später, in der Zwischenzeit sind es jetzt 8 Wochen, wo er behandelt wird faktisch, hat er von den 26 Kilo schon wieder 28 Kilo, also er ist bereits auf dem zunehmenden Weg. Er frisst sehr gut, er ist total lebhaft wieder, er ist wieder ganz temperamentvoll. Es war nie wieder Blut im Stuhl und er hat seitdem ganz normale Würsteln gemacht und keinen Durchfall mehr gezeigt, bis auf einmal, da war er auf Nachbars Komposthaufen. Also Diätfehler kann er noch nicht tolerieren, weil seine Darmflora dafür noch nicht stabil genug ist. Aber nichtsdestotrotz ist er auch, dieser zweitägige Durchfall, der war nach 2 Tagen wieder gegessen und das war wieder erledigt und es ist nicht wieder gekippt, das System. Das heißt, auch ich weiß in der Zwischenzeit besser als die Besitzer, weil die sind noch immer ganz, ganz fertig, aber ich weiß, dass der im Aufbau ist und der braucht eben jetzt ein halbes Jahr mindestens, bis diese völlig zerstörte Darmflora wieder sich regeneriert hat. Und wenn man sich das jetzt wieder zurückerinnert, auf was der Dr. Granninger gesagt hat, dass Kinder unter 14 Jahren, und das 14 Jahre ist sowas wie ein 1,5-jähriger Hund, keine Antibiotika bekommen sollten, das gilt eben auch für Hundewelpen. Und beim Hund muss ich sagen, ich habe wohl brav, wie alle Tierärzte, wie es gehört, die Antibiotika, die wichtigsten, zu Hause stehen. Ich brauche im Jahr vielleicht für 1 oder 2 Tiere eine antibiotische Behandlung aus irgendeinem Spezialgrund, ja? Aber ich brauche sie sonst nicht und ich habe ja viele Tiere, die zu mir kommen. Das heißt, wenn ich ein bisschen Fantasie walten lasse, meinen Horizont erweitere, dann habe ich andere Möglichkeiten, ganz, ganz viele, die mir die Natur und auch das technische Wissen, weil diese Patches, das ist Hightech eigentlich. Aber wenn ich das nutze und mit meinem Wissen verquick, kann man ja auch Tiere behandeln, die sozusagen eigentlich aufgegeben sind. Bitte? Das heißt, zusammenfassend aus all diesen Faktoren, das waren jetzt ganz verschiedene Beispiele, kann man, glaube ich, sagen, dass wenn man versucht, seriös und ordentlich zu arbeiten, und da muss ich auch sagen, mit dem medizinischen Background-Wissen, weil das wird halt dann doch oft schnell gefährlich, wenn dann Laien sich ans Werk machen. Sowohl in der Homöopathie als in der Akupressur, Akupunktur, Energiearbeit, was auch immer. Es gehört das medizinische Background-Wissen dazu, um seriös Komplementärmedizin machen zu können. Das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja? Aber man kann mit diesen Methoden, und zwar bei allen Lebewesen, die Menge und die Häufigkeit der notwendigen Antibiotika deutlich reduzieren. Und für mich wäre das Ziel von einer tierärztlichen Betreuung die tatsächliche Senkung des Antibiotikasverbrauchs, die Bereitschaft, Einkommen zu lukrieren, das nicht aus dem Spritzenverkauf stammt, eine Stabilisierung der Tiergesundheit mit angemessener Leistung. Ich halte wirklich sehr wenig davon, nur zurückzuentwickeln, nur weniger und kleiner, und das ist nicht immer der beste Weg. Es ist so ein Mittelweg, der, glaube ich, vernünftig wäre und der auch für die Ernährung der Weltbevölkerung notwendig ist. Nur mit der Idylle im kleinen Garten können wir die Welt nicht ernähren. Und ich glaube, es gehört auch eine wesentlich intensivere Zusammenarbeit oder auch Gesprächsbasis mit Tierbesitzern, mit landwirtschaftlichen Betrieben, um dieses Know-how, dieses Wissen zu vernetzen, das ja auf allen Seiten da ist. Gut, ich glaube, das war es soweit. Ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe für weitere Fragen zur Verfügung.